Ja, die größte Challenge war dann sicher die Sprache. Ja, wenn ich das Haus verlassen habe, ist halt mit Deutsch gar nichts mehr gegangen. Ui, mal, David. Oh. Wir boxen uns schon durch. Der allererste Eindruck von Land und Leute war sicher sehr positiv, finde ich. Ja. Also es war relativ heiß, wie wir da waren. Die Leute waren super freundlich, also da waren wir schon mal überzeugt, weil keiner zuwider war. Ja, das beste Beispiel ist dann unser Nachbar, glaube ich. Der hat uns dann gleich am Anfang bei allem geholfen, auch wenn dann die Kommunikation sehr schwierig war, weil er spricht Französisch, Spanisch und Arabisch. Habe ich alle drei nicht können, aber er hat auch kein Englisch können. Deswegen war dann die Kommunikation oft sehr, ich glaube, witzig, wenn das ein anderer gesehen hätte. So habe ich ihm dann ein Bild von den Spaniern gekriegt, dass das ein sehr hilfsbereites Land ist und auch vom Verein auch. Und haben wir dann immer die Unterstützung gekriegt, wenn wir was braucht haben, dass uns die halt auch geholfen haben. Wie gesagt, wir haben ein riesen Glück gehabt, wie wir das Haus gefunden haben. Ja. Weil wir haben gesagt, wenn wir schon mal wo am Meer wohnen können oder die Chance haben, dann wollen wir unbedingt am Meer wohnen oder zumindest aufs Meer ausschauen. Und da haben wir wirklich ein Glück gehabt, dass wir das innerhalb von 2 Tagen gecheckt haben, wie wir herkommen sind. Ja, dann sind wir eigentlich, ich glaube, du hast geschlafen, 2 Nächte im Hotel. Ich war ein bisschen länger. Aber dann waren wir eigentlich dann schnell mal im Haus. Da war dann, mein Bruder war dann auch da, der hat uns dann viel geholfen und war dann auch ab und zu ein bisschen eine Challenge, weil die ersten Tage sind dann immer stressig. Du musst alles organisieren. Ich meine, wir haben eine möblierte Wohnung dann gefunden. Das war nicht so einfach, weil ja, es muss möbliert sein. Ja, und wir haben halt dann so schnell wie möglich halt die Sachen, was man braucht, weiß nicht, zum Kochen oder Teller, Gläser, war dann, dass wir halt alles so schnell wie möglich haben. Ich glaube, da war der Mani dann auch eine sehr große Hilfe, dass er da war. Er hat die mühsamen Sachen gecheckt. Genau, der Mani hat dann die Sachen gemacht, die was dann, ja, dann vielleicht nicht jeder gemacht hat. Ja, die größte Challenge war dann sicher die Sprache. Das ist die größte Hürde gewesen, weil du mit Englisch dann auch nicht bei jedem weit kommst. Es ist jetzt nicht so verbreitet, dass jeder super Englisch spricht. Das ist einfach so und da sind wir halt dann auch dahinter, dass wir Gott sei Dank schnell eine coole Lehrerin gefunden haben. Deswegen sind wir mit Spanisch schon relativ weit. Das Leben, wir boxen uns schon durch. Ich habe mein erstes Interview schon gegeben auf Spanisch. Da hat die Lehrerin gesagt, das war ganz okay. Aber am Anfang war es schon Sache Ja. für dich, weil im Club hat jeder nur Spanisch gesprochen, Ja, ein paar Englisch. Ein paar haben Englisch geredet. Ja, wenn ich das Haus verlassen habe, ist halt mit Deutsch gar nichts mehr gegangen. Das ist halt dann so. Und ja, so wird halt auch mein Englisch ist am Anfang sehr schnell besser geworden. Und jetzt halt auch natürlich Spanisch, weil jetzt kann ich mich auch schon unterhalten auf Spanisch und so wird Spanisch jetzt auch einiges besser von Tag zu Tag. Wir sind eigentlich sehr glücklich da. Wir erwischen ein bisschen mehr Sonne wieder haben, hätte ich jetzt einmal gesagt. Brauchen maximal ein bisschen dickere Jacke, lange Ärmel, das reicht für das ganze Jahr. Mal schon, vielleicht mit einem Pulli und einer Jacke kommst du sicher durch. Ja, jetzt haben wir Spanischstunde. Jetzt kommt unsere Lehrerin, die kommt einmal in der Woche, haben wir 1,5 Stunden Spanischunterricht, ja, dass wir sich da ein bisschen besser verständigen können. Und danach gehen wir noch zu unseren Nachbarn, zum Pepe und zu der Marie bei IAS und da nehmen wir euch auch auf jeden Fall mit. Hay muchos, bastante. Hasta después. Muchos libros en la librería. No hay pocos libros. Libros. Vale. Poca. Poca Como Gente. aquí, poca gente. Vokabeln, hätte ich jetzt gesagt. Und Grammatik. Und Grammatik, ja. Aber grundsätzlich einmal Wörter zu kennen. Mucho. 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 Salir durante la semana. Esto. Él, como el del coche, tiene un, que es el indefinido. ¿Vale? Eine. Las palabras masculinas terminan. It's great to be here with them. Yeah, they are hardworking people and they learn so fast. And it's always a pleasure to be here. Yeah. And they also do their homework when I ask them. It's quite it's quite peaceful and nice to teach them. Yeah. Bueno, por primera vez
Voy a hacer un Scrabble. Und wer macht? Sí. Sí, Weiß ich noch nicht. Sí. Y tire existe, puedes ponerlo. sí, 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 es posible. Ujú. Por ejemplo, Remy ganar. ¿he ganado? Segundo, Michelle. Du warst so schlecht. Ja, das Muy mal, David. Oh, pobrecito. Pobre David. Wir haben es ja schon, glaube ich, beide angesprochen, ist sicher das Wasser, also die Wasserkanister zum Schleppen. Der David jammert immer, wenn er einkaufen gehen muss, weil das macht er ja. Angeblich mache ich gar nichts. Das macht der David. Aber das ist schon Wahnsinn. Also du schleppst halt so die 8 Liter Kanister extra her und musst da echt mit dem Wasserhaushalt ein bisschen schauen, wie du zurechtkommst. Und wir nehmen fast für alles das normale, also das Kaufte Wasser. gekaufte Wasser. Aber das war sicher eine große Challenge. Und was wir uns nicht gewöhnen können, ist definitiv das späte Essen. Wir essen jetzt zwar auch schon später, aber Essen gehen mit spanischen Freunden ist immer für uns ja nett, aber wirklich ein Horror. Sehr spät. Horror, weil es spät ist. Ja, genau. Weil zum Beispiel einmal waren wir eingeladen Zum Geburtstag. zum Geburtstag, genau, da war es irgendwas Einladungszeit 10:15 am Abend. Da schlafe ich meistens schon auf der Couch beim Fußballschauen. Also wir haben schon geschlafen vorher, ich zumindest. Und dann hat es geheißen, ja, um 10 maximal frühestens, dass wir da sein sollen. Ja, und dann isst du halt bis, keine Ahnung, 1:30 gibt es dann die Nachspeise und dann bist du wirklich voll beim Schlafen gehen. Genau. Ist ein anderer Lifestyle, ein bisschen später essen wir mittlerweile, aber es ist schon am Anfang immer lustig. Oder wir sitzen oft allein im Restaurant um 8, Ja. wir gehen halt um 8 essen. Bist du meistens 2 Stunden allein im Restaurant, ist auch nicht schlecht. Muss der Gärtner wieder kommen. Friseur? Friseur? Barbero. Barbero? Barbero. No. Oma. No sabe ella voy. que ella va. Yo sabe. Typisch spanische Vorspeisen gibt es immer. Oliven? Das Beste in Spanien, hätte ich gesagt, nehmen wir Speck, oder? Esa anchoa y la otra no. Esse son picante. Este es natural, ¿no? No, anchoa. Anchoa. Con anchoa. Ja, wie gekauft. Y ya está. No sé cómo Normalmente están con porque- jejo, ¿no? con conejo. Se hacen los dos, mixta. Conejo Y con pollo. y pollo. Ich kann es leider nicht, aber Para mantener bien crema. mein Nachbar kann es, das reicht. Solo dijo, hay un- Grundsätzlich in Spanien ja, taugt es uns extrem, weil wir sind einfach richtig gut aufgenommen worden, auch von Clubseite, von den Leuten her, Mitspieler, richtig viele Mitspieler gehabt, die was mir am Anfang sehr viel geholfen haben. Uns haben viele Leute einfach besucht, das was dann auch einfacher macht, den Kontakt zu halten zu daheim. Das ist, glaube ich, extrem wichtig. Ich glaube, Michelle war letztes Jahr einmal, zweimal allein im Stadion. Der Rest war immer besucht, Family, Freunde. Das ist dann schon cool.